Australien Amusement Tour 2025. Ich wurde abgeschleppt, weil... Du hast jemanden. Nee, ich wurde hochgepusht. Wir haben... Ich habe eine Rede zu halten. Dann halt du die doch! Mann! Wir sind jetzt im Regenwald. Hier sind wir sicher. Meine Güte. Die Schmetterlinge. Brave. Ja, und du hast Code am T-Shirt. Ola dola. Deswegen mache ich das nicht. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Wir sind auf Tour und nehmen euch mit, und zwar in Australien. Australien Amusement Tour 2025. Es ist noch relativ früh, die Sonne geht langsam auf, wie ihr vielleicht seht. Und wir fahren jetzt 3 Stunden 40 zum nächsten Freizeitpark. Und ja, es wird langsam Licht da. Bald gibt es keine Freizeitparks mehr in Australien, die wir noch nicht besucht haben. Und wir fahren zum Magic Mountain. Merimbula Magic Mountain. Ihr kennt das alle, die kennt das. Ich weiß nicht, wie die ganzen Sachen heißen. Ich weiß nur, was da geht. Und was zeigen wir euch gleich in diesem Video. Erstmal startet jetzt unsere Journey. Wie hat er denn geparkt hier? War spät gestern. Feiertag. War spät gestern. Nee, er ist nicht so wild. Nee, aber er auf dem Graben ist gut. Ach so, warum? Ach du Scheiße, das war im Dunkeln auch nicht. Ich habe eine Rede zu halten. Dann halt du die doch! Mann! So. Wir sind jetzt im Regenwald. Das ist tatsächlich einfach nur das, was ich sagen wollte. Das ist richtig fancy. Fahrende und sowas. Und oben halt ganz hohe Bäume. Und es riecht regenwaldig hier. Und es war auch eben ein Schild, dass hier zum Rainforest Walk geht. Der Bro muss eben die Raben weggucken, die sitzen auf der Straße. Ja. Das hat die auch nicht wirklich interessiert. Nee, also sie sind jetzt nicht panisch weggeflogen, sondern haben so 3 Schritte zur Seite gemacht. Das muss reichen. Es passt doch. Hier sind wir sicher, meine Güte. Ja, also richtig geilo hier. Der Hippo-Track war ausgeschildert? Nee. Man weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man da Hippos sieht oder ob es einfach nur so heißt. Ja, aber ich kann mir inzwischen alles so vorstellen. Wir haben wieder einiges an kleinen Kängurus jetzt, die lebendig am Straßenrand waren, einiges an großen, die tot auf der Straße waren. Aber es fehlen die Wombats. Die Schilder sind da, aber die Wombats sind nicht da. Schade. Glück gehabt. Vor allem, dass wir kein Premium-Diesel wollen. Die geht's auch nicht machen. So, wir sind jetzt so 2 Stunden schon unterwegs. 1,47 sind noch auf der Uhr. Getankt haben wir jetzt mal und jetzt holen wir uns noch was zu trinken und gucken, vielleicht gibt es einen kleinen Snack, weil gestern war es ja nicht so erfolgreich. Gestern war ja Sonntag und Feiertag, heute ist Montag und Feiertag, denn Australia Day ist 2 Tage, deswegen ist auch nicht Australia Days, das würde ja Sinn machen. Genau, das heißt, wir gehen jetzt mal in die Tankstelle rein hier. Ach so, Seben, schon wieder Seben.
Pie Face, handcrafted oven fresh. So Leute, das sieht doch mal geil aus. Sieht echt geil aus, ne? Mm. Cheese and ham, sandwich toasty. Viel zu heiß. Wow, geil. Wie bitte? Geil. Das ist geil. Mhm. Fast so geil wie der komplett überforderte Mitarbeiter. Wo wir jetzt noch nicht wissen, kann ja kein Englisch oder ist er einfach nur blöd. Ja, das war jetzt aber ein Akt mit ihm. Es wirkt so, als ob er seinen ersten Tag hätte und dann alleine. Ja, das war sehr ineffizient auch immer. Ja, er ist einfach nur im Kreis gelaufen. Naja. Man musste auch fragen, wie Apple Pies jetzt da berechnet werden. Und hat die Sachen alle nicht gefunden. Und was hast du denn da für einen Toasty? Chicken Schnitzel habe ich. Ja, hoffe ich für dich, weil das wollte ich eigentlich auch haben. Das gab es aber nur einmal. Mit Salat sogar. Vom Coleslaw. Geil. Zum Beispiel. Oh, hier hat sich noch einen Apple Pie geholt. Das wird einfach klassisch mit Äpfeln sein. Ich habe noch nicht reingebissen. Mal gucken. Ich kann das gar nicht koordinieren mit der GoPro und dem Apple Pie hier. Äpfel drin. So, Schlangen bitte hier hin. Oh, erstmal ganz viele bunte Schmetterlinge. Hallo. Boah, voll laut. Die Schmetterlinge. Du. So, wir haben noch mal kurz einen Halt hier gemacht. Ich krieg schon wieder Ärger. Wir wollen doch diese Bäume zeigen. Ja. Okay. Ja, wir sind jetzt hier gerade immer noch im Regenwald und ich habe gerade in mein Ohr gefilmt, ne? Auch geil. Wir sind immer noch im Regenwald, fahren da durch. Es wird, glaube ich, heute auch ziemlich heiß. Also in Melbourne war ja 40 Grad angesagt. Wir sind jetzt schon ein Stück rausgefahren, aber es ist 9:30 und es sind schon 26 Grad. Was faszinierend ist, es scheint hier wieder ein Stück zu sein, was gebrannt hat, was so etwas länger her ist. Man sieht ja, hier ist alles grün. Der ganze Boden ist bedeckt mit Pflanzen und die Bäume, die hier stehen, sind teilweise komplett verkohlt, also komplett schwarz, der Stamm. Was ist denn da los? Ich glaube, ich spinne. Jetzt wackelt der mit seinem Schlüssel, um Schlangen anzulocken. Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, warum hier. Also, nee. Und die sind, wie gesagt, komplett verkohlt. Bei denen hier ist es jetzt nicht so eindeutig, aber man sieht das halt, die sind oben total tot, da ist nichts dran. Nicht in mein Gesicht fliegen. Total verkohlt, da ist nichts dran. Und man sieht, dass am unteren Teil des Baums dann schon Äste rauswachsen, frische Äste mit grünen Blättern. Also das ist echt faszinierend, wie das funktioniert. Man sieht halt überall oben noch diese toten Äste rausgucken. Und von unten erholt sich der Baum dann. Und dann sprießen neue... Wahnsinn. Also das finde ich wirklich faszinierend. Jo Leute, wir sind angekommen, mitten im Wald. Crazy. Überall gibt es hier irgendwie, ich weiß nicht, Vögel wahrscheinlich, die klingen wie altes Metall, was aufeinander schlägt. So eine alte, rappelige Karre, die irgendwie lang fährt. Ja, jetzt sind wir bei Magic Mountain, ne? Aber nicht in Kalifornien. Ich glaube, in Italien gab es auch einen, sondern jetzt in Australien. Und den Zauberberg gucken wir uns jetzt mal zusammen mit euch an. Und hier gibt es eine große Achterbahn. Das ist eine große, ja, eine mittlere, ja, Familienachterbahn. Auch wieder hier, wie überall, also außer Luna Park Melbourne und Luna Park Sydney, parken for free. Das ist überall jetzt bis jetzt so gewesen.
Und hier vorne ist auch direkt ein Preisschild, wenn man auf diesen Parkplatz drauf fährt. Season Pass. Nee, das ist. Season Pass gibt es für $127. Ein Tageseintritt für Erwachsene zwischen 13 und 59 Jahren $65. Kinder 5 bis 12 $57. 0 bis 4 for free und Senioren $37. Mhm. Wir sind drin, Leute. Wir holen euch gleich mal ab, was hier alles so geht. Das ist alles ein bisschen kurios, glaube ich. Kurzer Herzstillstand, nachdem die Tickets, also die Wristbands bekommen haben, sagte sie, the Rollercoaster. Aber nur, dass sie mittags, also zum Mittagessen zu hat. Spülkästen kennt man. An der Pissrinne? Tatsache. Ist das witzig. Oh mein Gott, ein Labyrinth aus so Containerwänden, so sieht's aus. Große Picknick-Area hier, das ist echt mitten im Wald. Leider dann auch wieder so Musikbeschallung. Und wir haben ein großes weißes Zelt, da ist der Autoscooter drin, die Dacia Cars. Die anderen Sachen da vorne gucken wir uns gleich noch an. Wir gehen jetzt erstmal runter zur Achterbahn. Ist ein, ich glaube, Pinfari Cyclone. Der ist seit 1994, meine ich, hier. In dem Park gibt es seit den 80ern und hat inzwischen auch einen neuen Namen bekommen. Standard-Achterbahn, aber Cyclones sind cool, relativ groß und es liegt quasi jetzt hier auf dem Weg. Ihr habt ja, wenn wir die Karte gemacht haben und ihr die gesehen habt, oder auch wisst, wo was liegt, sind wir ja quasi unter dem Alpine Coaster, den wir schon mal gemacht haben. Und wir müssen zurück nach Sydney. Deswegen ist es echt praktisch, dass wir diesen Bogen machen. Und sonst hätte man wahrscheinlich nach dem Alpine Coaster hier den Stopp eingelegt. Aber so haben wir keinen Rundweg. Sind ja jetzt 3 Stunden 40 hierhin gefahren. Wir fahren gleich noch 3 Stunden zum Hotel. Vom Hotel fahren wir dann morgen auch noch mal 3 Stunden. Also das ist alles ein bisschen weiter auseinander. Ne? Aber das ist vorher klar, das weiß man auch vorher. Das ist ein Roadtrip, das macht Bock. Und es wird noch absurder auf dieser Tour. Das kann man sich kaum vorstellen. Ja. Was so ein Werkzeug. Python gehalten.
Hauptsache, ich sag, auf meinen Daumen aufpassen, in dem Moment, wo ich mir den klemme. So, es ist auf jeden Fall warm, Leute. Es ist zwar nur 26 Grad, aber irgendwie so tropical hier. Wir sind jetzt Sapphire Speedster Coaster gefahren, der übrigens mal Diamond Python geheißen hat. Die einzige Bahn hier in dem Park von Penfari Cyclone Classic. Frisch gestrichen ist sie übrigens nicht, das sah von weitem aber so aus. Bedeutet also, braucht man auch nicht, weil macht ja einen guten Eindruck. Klassisches Layout. Ich würde sagen, die Bahn war auch, die Fahrt war auch klassisch. Und ich hatte tatsächlich auch ein bisschen Airtime, also ich bin abgehoben, obwohl du einen Gurt hast und einen Bügel. Trotzdem bin ich aus dem Sitz abgehoben. Das war lustig. Die weisen einen natürlich vorher ein und sagen, ja, dass es halt harte Bremsungen geben kann und dass man sich immer festhalten soll. Bliblablub. Haben wir auch gemacht. Also ich habe mich die ganze Zeit festgehalten. Ich weiß nicht, was der Bro gemacht hat. Der saß nämlich vor mir. Und ja, nee, hat Spaß gemacht. Was wollte ich jetzt noch sagen? Achso, am Ende, beim Aussteigen, hat die Mitarbeiterin so einen Pin für den Gurt. Den kann man nicht selbst aufmachen, damit man sich auch nicht während der Fahrt abschnallt. Und dann erzählt sie ihm irgendwas vom Ausgang. Und das Tor ist halt irgendwie total sinnlos, weil bei dem Tor, wo man rausgeht, ist von der Seite, wo man rausgeht, keine Möglichkeit, das aufzumachen. Und dann war sie irgendwas am Erzählen. Und ich so, wo, was? Und dann habe ich den Bro vorgeschickt. Und dann hat er das Tor aufmachen wollen. Und hat dann gesehen, dass auf der anderen Seite des Tores, wo man eigentlich gar nicht durchgehen soll, der Nupsi ist zum Aufmachen. Das ist so ein Mechanismus, den muss man hochziehen. Und dann kann man das Tor aufdrücken. Und dann hat sie gerade gesagt, watch your thumb, also pass auf den Daumen auf. Und was macht Bro? Klemmt sich den Daumen ein. Na toll. Was ist hier los? Achso, hier wird wieder ein Roman erzählt beim Dodgem. Das waren 7 Punkte. Der hat auch ganz so 6, 7. Meine Güte, ja. Dieses Ding gibt es ja auch schon wieder. Huh. Macht übrigens mal Sinn, dass die Größenangabe und die ganzen Gründe, warum man nicht fahren darf und so, dass die hier mal oben stehen und nicht erst da unten, wo man nur zu der Bahn kommt und du dann davor stehst und es dann erst macht. Das finde ich gut. Hier ist ganz viel Kaka. Ich weiß nicht, von welchen verschiedenen Tieren hier. Hast du erzählt, dass es eine Go-Kart-Bahn gibt? Nein, ich habe noch nicht erzählt, dass es eine Go-Kart-Bahn gibt. Leute, es gibt ja auch eine Go-Kart-Bahn. Die ist da hinten, geht die lang, ne? Ja. Ich bin heute genug Auto gefahren. Brauche ich nicht. Hier ist noch ein Crazy Car, was du fahren kannst. Wir haben schon ein Crazy Car, aber was ist denn hier passiert? Ich weiß nicht genau, was man hier machen kann. Weißt du das? Die Minigolfbahn wird von uns sicherlich auch noch bespielt werden. So ist das nicht. Die ist hier anscheinend auch im Preis inkludiert. Kann nämlich einfach hier aus diesem Schrank Minigolfschläger nehmen und dann loslegen. Bälle sind da und sogar Zettel. Nicht so wie bei der letzten Minigolfbahn in Green Valley Farm. Da gab es nämlich noch nicht mal Zettel. Da musste man, deswegen haben wir ja unser eigenes Punktesystem uns dann ausgedacht.
extra Abstand. Keep pushing all the way forward. So you get next to the red line, pull the brake lever all the way back to the upright position. Wir warten jetzt auf das den nächsten Rodel, der mich dann anschiebt. Ich habe das schon mal gehabt in einem anderen Park in Deutschland. Da wurde vorne auf dem Seil rumgetreten, bis es eingehakt ist. Yeah, thank you. Hier ein Bob hinten dran, der mich hier hochschiebt. Wir fahren also zusammen. Weiß ich nicht, ob das im Sinne des Erfinders ist, dass beide im gleichen, durch der gleichen Position im Seil gehalten werden. Aber gut, es scheint zu funktionieren. Sonst ist ja immer alles auf super safe und sicher. Aber ja, Strecke ganz cool, hat Spaß gemacht. Dann jetzt da leider die letzten 3 Kurven ausgebremst. Oben schon extra länger gewartet, aber gut, das ist bei einer Wannenbahn alles fein, ne? Dass hier nicht komplett runterpusht, wenn das nicht öfter macht, das ist in Ordnung. Bei so einer Wannenbahn kann man rausfliegen, wenn man es übertreibt oder nicht gut fährt, weil das immer noch eine Sportanlage ist. Bei einem Alpine Coaster geht das übrigens nicht. Der ist nämlich schienengeführt wie eine Achterbahn und kann nicht rausfliegen und da könnt ihr richtig Gas geben. Das ist dann das mit den Rohren, um es noch einfacher auszudrücken. Das muss man immer wieder betonen, weil es manche gar nicht wissen. So, letzten Meter nach oben und dann gucken wir weiter, was wir heute noch so hier machen. Der Bro schleppt einen ab. Was war das denn? Ich wurde abgeschleppt, weil... Du hast jemanden Nee, ich wurde hochgepusht. Erstmal bin ich die letzten 3 Kurven hinter der Mutti hinterhergeschlichen. Alles fein. Dann ist der Sohn nicht in den Lift gefahren. Dann ist sie hinterher getackert, da hatte ich also keinen Schwung mehr. Ich bin also reingeschlichen, auch alles gut. Aber das ist das Kabel unten unterm Bob wieder rausgeflogen. Und es war jetzt nicht hier, er tritt auf dem Kabel rum, bis es einrastet, sondern ey, halt dich gut fest, der nächste schiebt dich hoch. Was? Ja, und dann kommt der nächste, ihm sagt, ey, du schiebst ihn jetzt da hoch. Ja, okay. Und dann rabam. Aber jetzt gerade hier, zum Anstellen geht es ja so schnell runter. Mein Kind in Crocs, das ist eh kein Schuh, den man überhaupt tragen sollte, noch nicht mal sonntags, rennt, fliegt über seine eigenen Füße und mit beiden Knien gerade hier auf diesem grummen Asphalt. Keine Miene gezogen, und alle drüber so, kennt ihr diese bedrückende Stille, wenn jemand sich wirklich mies wehgetan hat und alles ist so ganz ruhig auf einmal, dein Leben zieht an dir vorbei und und dann stellt sich zu seinen Eltern und oh, das muss gezwiebelt, also mir an der Knie weh. Sonst cooles Ding, voll durch den Wald, voll lang auch. Und ich finde auch diese Hai-Maul-Einfahrt total klasse. Mega geile Idee. Es ist nichts drin, aber irgendwie geil. Warum heißt das so? Das ist echt witzig. Wir haben ja Bargeld abgehoben und davon habe ich jetzt irgendwie $10 ausgegeben von 100. Und jetzt habe ich gedacht, komm, jetzt wär's es mal leiser los, weil die Tour neigt sich ja dem Ende. In
den nächsten Tagen das Ganze wegschneiden, können wir auch auf jeden Fall nur mit Karte zahlen. Deswegen habe ich ja, komm, jetzt eine Situation. Aber jetzt geht es ja auch nur mit Karte. Weißt du, hier in so einem Wald. Wo man denkt, in Deutschland, weißt du, da hast du kein Handynetz, da hast du kein Internet für. Ich habe kein Internet für Kartenzahlung. In so Parks, das sind so Wildparks, ne? Das geht leider nicht. Nur oben. Und hier, ja, klar, kein Problem, nur Karte. Nur oben, genau. Im Tal in Fort Fun. Nee, leider nur Bargeld. Ist das Fort Fun nicht mehr im Sauerland, sondern im Das ist jetzt ja, das ist überall, wo ich immer bin. Ne? Ganz kurz, möchtest du nicht hier Burger und Pommes hier holen? Du, also ich habe natürlich total überlegt, weil ich habe seit einer Stunde nichts mehr gegessen. Und da muss ich natürlich jetzt wieder was essen. Aber die Burger sind tatsächlich schon fertig. Und das ist so Grab and Go. Also du machst diese Dinger, das ist so abgefilmt, machst du von draußen auf und nimmst die einfach schon bei den Burger raus, deine Pommes raus. Das finde ich ein bisschen fies. Also ich Ja, glaube, vor allem die Pommes. die Pommes, die sind doch ultra matschig. Also Grab and Go Pommes vom Vortag werden dann Mashed Potatoes. Aber einfach von alleine. Durch die Gravy, durch den Druck der Gravy. Gravy. so, wir spielen jetzt Minigolf und ich habe euch ja schon erzählt oder gezeigt, dass hier so ein Schrank ist. Und da kann man verschiedene Größen von Schaligan aussuchen. Und du kriegst rot und ich nehme gelb, oder? Machen wir das so? Jo. Oh, die sehen aber alt aus. Aber warum sind jetzt überall benutzte Zettel? Da sind benutzte Zettel, Ja. hier sind benutzte Zettel. Ja, welche sind denn jetzt die richtigen? Ah, hier ist unbenutzte Zettel. Mein Gott, Leute, ist das so Ich hab schwer. 2. Hier ist ein Stift. Hast du den langen? For this, do you just grab it and we play? Yes. Stift. Oh, okay. Just grab and play. Let's go. Wir sind wieder zu nett. Wir wollten schon fragen. So, Minigolf. Minigolf. Ich finde den Stiefel super. Das ist Arnold's Famous Shoe House. Ja, Ja. ja. Guck mal, die 1 Ach, okay, mit Paar 4 ist sogar vorgegeben. Oh, das ist ja toll. So, dann glaube ich, ist das der Startpunkt für uns. Ja, hier ist überall Kegge. Was ist denn das für eine Kegge? Ja, du bist ja die Kacke-Expertin. Das kann ich nicht analysieren. Ach, da bist du. Ei, da war aber Das war aber knapp. ein schöner, ne? Das war eher unschön. Einen noch, dann bist du ein Paar. Was ist denn hier das Problem? Guckt euch das mal bitte an. Hier hat jemand seinen Betonmischer ausgekippt. Wie soll ich das denn machen? Die Ameisen hier. Was ist hier los? Was ist hier los? Schau. Ja, sorry, ey. Kein Problem. Ich glaub, man kommt eher auf den Bordstein als da rein. Boah, heftig. Ja, ich habe jetzt tausende von euren Kumpels getötet hier. Ich weiß, dass ich das nicht mehr schaffe, aber ich versuche es jetzt trotzdem nochmal. Ja, alles klar. Du schaffst das jetzt wahrscheinlich. Ach so, das hat noch niemand geschafft. Ich glaube, der ist weg. Mit Gefühl. Mit Gefühl. Das ist absurd. So. So kacke. Auch wieder 2 Plastikrohre einfach in Beton eingegossen. Aber so random, ne? Ja. Da ist er. Jetzt? Da ist er. Ich zeig euch die Hidden Mickey. Tüdüm. Da ist er. Jetzt ist nur drauf, wie du den drin hast. 1. Ich dachte, wir spielen jetzt hier durch den Tunnel. Naja, dann seid ihr gleich wieder zu weit weg. Dann sehen wir uns bei der Bahn wieder. Weil hier ist unser Hub im Schatten. Weil wir gerade überall kurz Schatten ist. Vielleicht ist das 19. Loch, dass du die Schläger wieder zurückbringst. Macht nicht jeder, hier liegen überall Bälle und Schläger rum. Wir haben jetzt die letzte Bahn, die noch mal ein bisschen kurios aussieht, aber nicht cool. Nicht cool. Also grundsätzlich zwar erst gut, der Schuh geschenkt, dass der unspielbar ist, aber wenn du diese Bälle auf diesen Bahnen normal schlägst, so kommt er zurück. Okay, ich schlag mal stärker. Kling. Hui! Oh nein, Bro, was machst du? Hier, so eine Krawatte. Rabbit.
Auch wieder, ja, schlage ich von der Mitte, schlage ich von hier einfach die Rampen runter, breche einfach so die Haxen, schlage ich von hier oben. Weiß So, keiner. durchs Wasser. Übers Wasser. Möchtest du meinen Ball? Das war Loch 19. Mein. Das war doch gut. Oh. Jetzt hast du aber keinen Ball mehr. Ja, Schade. toll. Hä? Ach so! Der ist jetzt in der Kiste. Ja, toll. Mist. Halt das mal. Flasche an mir gehabt. Ja, und du hast Kot am T-Shirt. Achso, na, das ist vom Ball wahrscheinlich. Überrascht. So, ich habe ausgerechnet unser Ergebnis vom Minigolf und es war sehr knapp. 2 Punkte Unterschied und tatsächlich habe ich gewonnen mit 69 zu 71. Wir sind jetzt noch ein bisschen weiter gegangen. Es gibt hier so ein kleines Kinderplanschbecken. Da gibt es hier Wasserrutschen, voll die großen. Die starten hier oben, gehen den ganzen Berg runter in so ein Becken rein. Also es ist kein Wasserpark, sondern Slides, wo du dich aber umziehst für. Mit Badesachen, die auch da oben sind, umkleiden. Eigentlich voll geil, quer durch den Wald zu die rutschen. Habe ich so auch noch nicht gesehen, glaube ich. Aber bin ich mir nicht sicher. Finde ich richtig stark. Und dann gibt es noch den Tube Slide hier neben. Oder Tube Ride. Tube Rider heißt das. Tube Rider. Deswegen geht auch auf Tube Rides für Wasserrutschen. Hab dann hier so einen Sunkit-Reifen. Sind aber nicht von Sunkit. Irgendwie aus Italien. Irgendwas mit Blast. Ja. Irgendwas aus Italien. Blast. Neveplast. Neveplast. Ist Tochterfirma von Hansaplast. Schön. Und dann auf diesen Fake-Schneerodel-Matten geht es dann hier runter und dann einmal kurz zickzack um Bäume und dann geht es den ganzen Berg wieder hoch. Geht es aber auch, wenn du die Wasserrutschen machst. Das ist Mattenrutschen sogar. Ach so. Spielplatz nach unten, kleiner, Gastro haben sie hier. Also schon süß. Kleiner Safe Space irgendwie. $65 ist natürlich eine Hausnummer. Hier unten ist aber High Society. Also ich glaube, denen geht es da nicht so schlecht, so wie das aussah, wo wir jetzt am Wasser vorbeigefahren sind. Direkt ein Flugplatz auch hier neben. Ich glaube, dass sowas beeinflusst auch immer so einen Ticketpreis. Kann ich mir vorstellen, aber so, weißt du, mitten im Wald hast du deine Ruhe. Kannst hier Sommerrodeln, kannst Achterbahn fahren, kannst Minigolfen, Wasserrutschen, chillen. Also, Klettern geht auch überall, aber ich weiß nicht, wie das jetzt noch gehandhabt wird. Aber Kletterwald haben sie auf jeden Fall in alle Bäume mit integriert gehabt. Aber es sieht auf jeden Fall nicht verlottert aus. Die Seile sind ziemlich neu sogar, so wie die aussehen. Auch noch mal. Ja. Ja, cool, ey. Also süß, das mal gesehen zu haben, diesen Magic Mountain. Und dann war es das aber jetzt von uns, von hier. Und wir machen uns jetzt auf die Reise. Unser Hotel heute könnte ziemlich cool aussehen. In Ulladulla. Ulladulla. Ja, wir fahren nach Ulladulla. Wer hätte das gedacht? Ja. Es rutscht jetzt was? Ja, die es rutschen rutscht. jetzt auch nicht mehr. Ja. Oh. Ach du Scheiße. Deswegen mache ich das nicht. Also eigentlich mache ich es nicht, weil ich zu fett bin, um den Berg hochzugehen. Ja, wenn du das mal öfter machen würdest, würdest du auch nicht mehr dort sehen. Ja, aber da würde ich nicht mehr so schnell da runterfahren. Das sind alles Probleme. Watch me. Shadows of their past, heading
wollten gerade fahren, haben mein entzündeten Auge noch was gesehen. Da müssen wir noch mal glatt gucken gehen. Was die hier in den Busch geschmissen haben. Ja, 50-50. Wannenrodelbahn oder Wasserrutsche? Ich würde Wannenrodelbahn sagen. Krass, ey. Wie viel Material das ist, ne? Wenn man das mal so auf dem Haufen sieht und wie groß das auf einmal ist. Aber für eine Rodelbahn ist das auch ein bisschen zu groß, oder? Ich weiß ja, dass Leute von Wiegand hier zugucken. Was war das? Voll geil. So Entdeckungen liebe ich einfach. 137 die Richtung. Oh. Ja, baut man das, kann man das dann noch mal aufbauen, wenn das so aussieht? Oder wird das eine neue, die hier aufgebaut wird? Weil das war auf jeden Fall das beliebteste hier. Und das macht ja auch einfach... Aua! Die Dinger machen ja auch einfach Spaß. So, jetzt auf keine Schlange treten. Andererseits würden wir da mal eine finden. Gehen wir mal Vollgas? Was machen wir? Wir gucken jetzt gerade mal unser Hotelzimmer an. Wir sind angekommen, wir haben gerade eingekauft ein bisschen und gucken jetzt mal unser Hotelzimmer an. Ja? Ich weiß nicht, wie das geht. Vielleicht den Schlüssel ganz reinstecken. Oh, die Tür ist einfach nur so schwer. Die Küche. Oh mein Gott, das ist auf jeden Fall groß. Erstmal das Bad. Oh, das ist glatt. Dein Air Max ist... Ja, eine Eckbadewanne. Das ist ja witzig. Wusstest du? Ja, klar. Alter, kommt noch jemand? Aber wie witzig, das Bett ist mal so platziert. Ja, schön. Ja, aber für den Style. Oh, Deckenventil. Aber auch eine Kleimer. Tschüss. Sehr geil. Ja, die Sessel. Auch cool. Und das ist, glaube ich, super schade. Wir sind nämlich unten. Es gibt nämlich noch einen hier drüber. Denn man könnte dann das Meer sehen. Da ist das Ja, man Meer. kann es auch so sehen, aber ja, man könnte es mal nicht so das sehen. Ja, oh Gott. Also no hate, ne? Geiles Zimmer, aber oben wäre geiler. Ja. Aber ich glaube, die wohnen da. Das ist ein abgedeckter Grill auch. Also da auf jeden Fall. Aber das sind halt so kleine Zimmer.
Wir haben jetzt so eine Suite, muss man dazu wissen. Die sind oben, aber unser Pool sieht ja mal schicki aus. Wow. Süß, ne? Ganz ruhig hier, ne? Eine Hängematte, ey. Da sehe ich mich schon wie in so Fail-Videos. Probier mal aus. Nein. Guck mal. Da liege ich schon am Boden. So, Peoples, essenstechnisch gestaltet sich das wie gestern etwas schwierig. Es ist Feiertag und hier ist gar nicht so viel. Wir haben gedacht, man könnte irgendwie zum Strand laufen und dann ist da bestimmt promenadenmäßig total Action Jackson. Ist hier aber irgendwie nicht. Ist nur ein schöner Strand wohl, so wie das aussieht. Also mussten wir was holen, aber es ist nicht so räudig geworden, wie man befürchten könnte. Wir waren bei Sombrero. Ich glaube, das ist deins. Soll ich die ausmachen zum Essen? Die Hälfte ist aber auch im Deckel. Es gibt mexikanische Bowl. Wir sind gespannt, aber das kann nicht schief gehen. Das wird gut. Erstmal guten Appetit. Zu unserem Hotel gehört übrigens auch eine Barbecue-Area. Voll geil. Also auch überdacht. Lampe. Voll nice. Ja, und dann sind das hier wohl die Brat-Grillstationen dazu. Mega. Das ist sehr, sehr, sehr nice, ey. Ja, unter Palmen parken wir unsere Popos jetzt im Pool, haben wir uns gedacht. Aber ich muss mal sagen, das ist schon ein sehr nicer Pool, oder? Also mehr kann man fast von hier aus, also von da gerade konnte man das gut sehen. Ja, man auf ganz hohem Niveau. Ich könnte gerade so das Meer, ich würde ganz von oben sehen. Also komplett vermessen, überhaupt zu sagen, dass das irgendwas schade wäre. Sessel zu Hause. Also wir haben einen Sessel, aber der steht im Garten. Es ist aber nicht so bequem. Der hat nicht mal so gepasst. Nee, der ist auch viel zu oldschool, aber so. Also das sieht jetzt von innen auch aus, wie man sich das von außen vorstellt hier. So südstaatlich, aber jetzt nicht, was man dann mit Texas assoziiert. Das ist auch, dass wir jetzt langsam Abend haben und auf Insta Leute, die man kennt, die ja gerade in den USA sind, die gestern Abend haben. Wir sind in der Zukunft. Sehr cool hier. Sehr, sehr, sehr cool hier. Auch sehr geil, also sehr schicke Unterkunft, auch teuer. Ja, also teuer 144. Dollar oder Euro? Euro. Boah. Ja. Habt ihr gehört? 144 Euro. Aber es war super schwer, was zu finden auf dem Weg, weil alles, also diese Straße einfach an der Küste quasi entlang geht, die wir jetzt gefahren sind. 3 Stunden und morgen auch. Und dann ist es Sydney, das wird jetzt auch nicht unbedingt günstiger. Ich sag's jetzt schon mal, falls wir das nämlich vergessen. Morgen der Vlog wird ein bisschen anders. Denn wir sind mit allen Freizeitparks durch, die es an der Ostküste von Australien gibt.
Das waren alle Freizeitparks, die ihr bis jetzt gesehen habt, an der Ostküste von Australien. Es gibt einen einzigen weiteren Freizeitpark in Australien an der Westküste. Ich nehme das schon mal vorweg, den werden wir auch besuchen, aber wie wir da hinkommen, das wird das Spannende, das seht ihr aber nicht morgen, sondern übermorgen, also für uns übermorgen. Aber morgen sehen wir uns trotzdem wieder, fahren nach Sydney, zeigen euch, wo das Auto hinkommt, weil das haben wir mitbekommen in Brisbane abgeholt. Und wir wollen noch so ein paar andere Sachen mit einbauen, um euch da ein bisschen zu unterhalten und euch vielleicht einen schönen Abend oder einen schönen Feierabend zu bescheren. Das aber jetzt erstmal an dieser Stelle dazu. Ich glaube nicht, dass jetzt groß noch was passiert, was wir erzählen. Wir machen die Insta-Stories noch für euch fertig. Wir bearbeiten Kommentare, E-Mails, Karten, Kram, Leerzieherei und so weiter und so fort. Das Übliche, was ihr kennt. Es ist ja nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Wir zeigen nur Friede, Freude, Eierkuchen überwiegend. Es ist ja immer noch Arbeit. Ich möchte mich aber nicht beschweren, deswegen möchte ich das nicht immer so rauskehren. Aber man muss es doch ab und zu nochmal erwähnen. Für alle meinen, wir würden die ganze Zeit nur Urlaub machen und die Füße hochlegen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, frohes Schaffen auch noch oder so, wie es auch immer. Wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder, ihr kennt das Spiel.